Hallo und willkommen in meiner Küche. Zum Geburtstag gibt es bei uns immer eine Buttercremetorte und wie man die macht, zeige ich in diesem Video. Verziert wird sie mit Krokant, so dass der Rand des Kuchens besonders lecker ist. Für die Zubereitung des Biskuitteiges stelle ich mir alle Zutaten abgewogen bereit. Der Backofen wird auf 170 Grad Celsius vorgeheizt. Die Eier werden getrennt und in die Rührschüsseln gegeben. Zum Eiweiß wird ein Spritzer Zitronensaft gegeben, dessen Säure das Steifwerden des Eiglas begünstigt. Während des Schlagens wird die Hälfte des Zuckers dazugegeben und so lange weitergearbeitet, bis sich feste Spitzen bilden. Zu den Eigelb werden erst die Milch, dann der Zucker gegeben. Alles wird aufgeschlagen, bis sich eine cremefarbene, dickliche Masse bildet. Erst dann wird das bereitstehende Öl dazugegeben und nur kurz untergerührt. Die Eigelbmasse wird auf den Eischnee gegossen und das Mehl wird darüber gesiebt. Anschließend werden ganz kurz alle Zutaten untergerührt. Das zeige ich hier in Originallänge. Es dauert wirklich nur 35 Sekunden. Um sicherzustellen, dass sich der Eischnee ebenmäßig verteilt hat, rühre ich noch einige Male, wie gezeigt, mit dem Teigschaber durch den Teig. Die Springform von 18 cm Durchmesser wird mit Backpapier ausgelegt. Der Rand darf auf gar keinen Fall eingefettet werden. Dort hinein wird der Teig geschüttet. Die Form lasse ich auf die Arbeitsfläche fallen, damit eventuelle Luftblasen platzen. Ebenso wird die Form ein wenig hin und her gerüttelt, damit sich der Teig einebnet. Hier habe ich einen Tortenring aus Edelstahl, den ich um die Form lege und festziehe. Der Tortenring isoliert den Rand der Form ein wenig vor der Hitze des Ofens. Dadurch verhindert er, dass der Teigrand von unten Hitze bekommt und von der Seite und demzufolge schneller gart und austrocknet. In dieser Zeit kann der Pudding oder besser gesagt die Konditorcreme für die Buttercreme gekocht werden. In eine Rührschüssel werden 2 Eigelb gegeben sowie der Zucker und Vanilleextrakt. Alles wird sorgfältig verschlagen, dann kommt die Maisstärke hinzu, welche ebenfalls eingerührt wird. Jetzt wird von der bereits abgemessenen Milch vielleicht ein Viertel in die Eiermischung geschüttet und ihr habt richtig geraten, auch die Milch wird untergerührt, sodass sich Stärke, Eier und Zucker klümpchenfrei darin auflösen können. Die Milch im Topf wird aufgesetzt und in die noch kalte Milch wird nun die Eiermischung aus der Rührschüssel gegeben. Diese Mischung wird zum Kochen gebracht, wobei sie eindicken wird. Dabei muss ständig gerührt werden, damit sie gleichmäßig eindickt. Sobald sie, wie gezeigt, kocht, wird der Pudding vom Herd genommen und auskühlen gelassen. Dazu kann man ihn mit einer Klarsichtfolie bedecken und zwar à la Touche, also so, dass die Folie auf der Oberfläche des Puddings aufliegt, oder aber man rührt den Pudding immer wieder mal um, bis er kalt wird. Die Backzeit ist um, die Stäbchenprobe ist bestanden, der Kuchen kann aus dem Ofen genommen und der Tortenring entfernt werden. Damit der Teig beim Auskühlen nicht nach unten zusammenfällt, wird die Form nun kopfüber auf einen Kuchendraht gestellt, wo ich sie zunächst 10 bis 15 Minuten stehen lasse. Da der Rand der Springform nicht eingefettet worden ist, klebt der Teig daran fest und nichts wird passieren. Nach dieser Zeit wird der Teig vom Rand der Form getrennt, die Form gelöst und der Teig auf dem Papier weiter auskühlen gelassen. Der Pudding ist mittlerweile erkaltet. Um sicherzugehen, dass es keine Klümpchen gibt, kann man ihn durch ein Sieb streichen oder einfach pürieren.
In die Rührschüssel habe ich die zimmerwarme Butter gegeben. Sie wird zunächst mit dem Handrührgerät durchgerührt, dann wird löffelweise der Pudding dazugegeben. Zunächst ein kleiner Löffel, alles wird durchgerührt und gut verteilt, dann ein weiterer Löffel und so weiter. Die Masse neigt dazu, am Rand hoch zu spritzen, weswegen es angebracht ist, sie mit dem Teigschaber immer wieder mal nach unten zu schieben. Zum Schluss wird noch einmal gut durchgerührt und gut ist. Bei mir hat es ca. 6 Minuten gedauert, die Buttercreme fertigzustellen. Der Teigboden ist mittlerweile abgekühlt und kann horizontal aufgeschnitten werden. Jeder hat da so seine Technik. Ich habe hier 2 Holzstäbe von der gewünschten Teigdicke. Diese werden vor und hinter den Teigboden gelegt und dienen mir als Auflage für mein langes Messer, so dass ich eine Führung habe. Bevor ich die Creme auftrage, tränke ich den Teigboden allerdings noch mit weißem Rum. Man kann das mit einem kleinen Löffel machen oder mit einem Kuchenpinsel. Hier noch ein kleiner Trick für das gleichmäßige Verteilen der Creme zwischen den Teigschichten. Ich wiege meine Schüssel mit der Buttercreme. Hier habe ich insgesamt knapp 800 Gramm. Meine Schüssel wiegt 305 Gramm. Ich habe also 500 Gramm Creme. Der Kuchen besteht aus 2 Schichten Creme sowie der Oberfläche, dem Rand, und dann möchte ich noch ein paar Verzierungen oben aufspritzen. Für die Oberfläche, Rand und Cremetuffs rechne ich die Hälfte der Creme und für die 2 Schichten die andere Hälfte. Macht also 4/4. 500 geteilt durch 4 macht 125. Pro Schicht kann ich also 125 Gramm Creme auftragen. Dazu lege ich den untersten Teigboden auf die Waage. Darauf kommt der zweite Teigboden, der ebenfalls zuerst wieder mit Rum getränkt wird, bevor die Creme darauf verteilt wird. Der dritte Teigboden, also der Deckel, kann nur mit dem Rum getränkt werden, wenn er noch umgekehrt neben dem Kuchen liegt. Dann wird auch er auf die Buttercreme gelegt und mit Creme eingestrichen. Anschließend kommt der Rand an die Reihe. Man kann die Creme auf einen Löffel geben und mit Hilfe des Spachtels am Rand hochziehen. Man kann aber auch von oben nach unten arbeiten, denn die Creme ist schön fest und lässt sich gut verstreichen. Jetzt setze ich den Kuchen auf eine Kuchenplatte. Dazu schiebe ich den Tortenheber zwischen Papier und unterste Teigschicht, wobei ich den Teig drehe, mit sanfter Gewalt und mit Hilfe des Papiers auf den Tortenheber schiebe, so dass das Backpapier darunter entfernt und der Kuchen auf die bereitstehende Tortenplatte gesetzt werden kann. Die restliche Buttercreme gebe ich in eine Garnierspritze. Nun können einige Tuffs auf die Torte gesetzt werden. Es ist immer ein bisschen ein Wabonspiel, ob man ausreichend Creme hat, weswegen ich die Reste in der Mitte so lange aufeinander setze, bis alles verbraucht ist. So sieht das Prachtstück aus. Jetzt sollte die Torte abgedeckt noch mindestens 6 Stunden durchziehen, damit sich das Rumaroma im Kuchen verteilen kann. Da ich keine Abdeckung für den Kuchen habe, nehme ich den Tortenring, den ihr ja schon kennt, vergrößere seinen Umfang und lege ihn um die Torte. Darauf kommt Klarsichtfolie, die sich unter dem Rand einschlagen lässt, so dass der Ring nicht verrutschen kann. Und da wir gerade Winter haben, ist es auch kein Problem, die Torte kühl zu lagern, sei es im Keller oder auf dem schattigen Balkon. Für die Zubereitung des Krokantes werden alle Zutaten bereitgelegt und vor allen Dingen ein Backpapier oder eine Silikonmatte auf der Arbeitsfläche ausgelegt. Das ist wirklich wichtig, warum werdet ihr gleich sehen. Die Hälfte des Zuckers wird in eine Pfanne gegeben und bei mittlerer Hitze ohne Zugabe von Wasser zum Schmelzen gebracht. Sobald der Zucker anfängt ganz leicht braun zu werden, streue ich die Hälfte des restlichen Zuckers auf die karamellisierenden Stellen, ebenso das letzte Viertel. Nun gebe ich die Butter in den Karamell, rühre vorsichtig um
und gebe die Mandelblättchen dazu. Alles wird gerührt und weiter erhitzt und gerührt, bis die Mandelblättchen leicht braun werden. Sobald das der Fall ist, muss es ganz, ganz schnell gehen. Die Silikonmatte muss unbedingt schon neben dem Herd auf der Arbeitsplatte bereit liegen und darauf wird nun das Karamell geschüttet und verstrichen. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sehen, dass an manchen Stellen die Mandeln schon sehr dunkel geworden sind und dass gerade mal in der Zeit, die ich benötigt habe, die Kamera in eine andere Position zu bringen. Der Karamell ist übrigens über 150 Grad Celsius heiß. Bitte nicht auf die Idee kommen, irgendetwas davon anzufassen oder gar den Löffel abschlecken zu wollen. Die gute Nachricht ist, dass der Karamell relativ schnell auskühlt und dann kann er gebrochen werden. Zum Zerkleinern wird er in eine Plastiktüte gegeben und mit einem Hammer oder ähnlichem liebevoll zertrümmert, bis er die gewünschte Größe hat. Der Bruch wird nun mit Hilfe des Spachtels und eines Löffels am Kuchenrand angedrückt. Und ja, es ist ein bisschen Geduld erforderlich. Anschließend wird der Überschuss zur Seite geschoben und alles mit einem Küchentuch gesäubert. Wer will, kann auf die Tuffs noch ein bisschen extra Krokant geben. Die Buttercreme macht ihrem Namen alle Ehre. Sie schmeckt nach Butter und ist wunderbar cremig. Der Biskuit ist luftig, zart mit Rumaroma. Ganz besonders lecker ist der Rand, denn der Krokant ist ganz frisch und knusprig. Vielleicht probiert ihr diese Torte ja einmal aus. Die Zutaten und Mengenangaben seht ihr hier. Ich lese sie vor, damit sie in den Untertiteln auch übersetzt werden können. Ihr benötigt eine Springform mit einem Durchmesser von ungefähr 18 cm. Für den Teig benötigt man 3 Eiweiß, einen Spritzer Zitronensaft, 40 Gramm Zucker, 3 Eigelb, 40 Gramm Zucker, 30 Milliliter Milch, 20 Gramm Pflanzenöl, kein Olivenöl, 90 Gramm Mehl. 3 bis 4 Esslöffel weißen Rum zum Tränken des Teiges nach dem Backen optional. Für die Buttercreme benötigt man 300 Milliliter Milch, 35 Gramm Zucker, ein Viertel Teelöffel Vanilleextrakt, 30 Gramm Maisstärke, 2 Eigelb, 180 Gramm Butter. Für den Krokant benötigt man 100 Gramm Zucker, 10 Gramm Butter, 100 Gramm Mandelblätter. Viel Spaß beim Backen, viel Freude beim Kaffeekränzchen und wie immer, guten Appetit!